Ja, Fly for Jana ist kleiner Junge gespielt. Wie lange muss man spielen, um deinen Fortschritt zu erreichen? Das kann man so nicht sagen. Ist, dass man nicht vergisst, dass es ein Hard-Grind-Game ist, wo das gesamte Gameplay ist quasi das gesamte Spiel handelt davon, wie du Dinge nicht erreichst. Weil wenn du sie erreichst, ist das Spiel ja vorbei. Und deswegen sollst du sie auch nicht erreichen. Moment, haben die jetzt alle 0 Penya? Ain't no way. Also, man könnte fast sagen, das Spielprinzip ist es, niemals fertig zu werden. Und die wenigen, die es doch schaffen, sind halt die Ausnahmen. Also eigentlich so ähnlich wie das echte Leben. Deswegen ist es wahrscheinlich so faszinierend. Du kannst in Flife eigentlich niemals wirklich fertig sein. Und wenn doch, dann nur, weil du unfassbar viel Zeit und/oder Geld investiert hast. Und selbst dann bist du immer nur kurzzeitig fertig, weil wenn dann das nächste Update kommt, musst du musst nicht alles nochmal machen, aber dann gibt es ja wieder neue Sachen, die wieder Ewigkeiten dauern und unfassbar viel Geld kosten. Klar, natürlich, wenn man einmal diesen Punkt erreicht hat, wo man nahezu alles hat oder alles hat, dann ist es viel leichter, bei jedem kommenden Update das auch wieder zu erreichen. Aber es wird immer noch unfassbar viel Zeit kosten. Also nur weil es leichter ist, heißt es nicht, dass es leicht ist. Also du musst dann bei einem neuen Update trotzdem immer noch reingrinden, von vornherein und mit am Start sein. Und das ist letztendlich aber auch das Spielprinzip. Denke ich. Oder das macht den Reiz aus. Und es gibt schon sehr viele Leute, die sagen halt immer, also ich finde das Schlimmste ist, wenn Leute während dem FEC, und das passiert echt häufig, muss man sagen, also allein dieses Jahr, das hat man echt fast jeden Tag mindestens ein paar Mal gelesen, dass das Leveln so lange dauert. Und dabei spielen die dann schon auf einem Server, wo sie permanent Minimum 2,5-fach XP bekommen. Und trotzdem sagen sie, ja, es dauert zu lang. Das ist ja eigentlich schon der Server, wo alles geboostet ist, dass es eben nicht mehr ganz so lange dauert. Um die Experience etwas anzuheizen und so. Und ich finde, für solche Leute, weiß nicht, für die ist es einfach nicht das richtige Spiel, weil ich meine, wenn denen das zu langsam ist, dann könnten die ja niemals, mal angenommen, die würden den FEC abschalten oder abschaffen und sich irgendwann was Neues oder was anderes überlegen. Lol, wieso benutze ich den Bloody Stuff? Mal angenommen, die würden das machen. Was wäre dann? Dann könnten diese Leute ja legit das Spiel nicht mehr spielen. Aber ich meine, zugegebenermaßen, ich habe schon keinen Bock mehr auf Bodenk zu leveln. Weil gut, ich muss es halt auch nicht. Das ist vielleicht auch noch der Unterschied. Ich muss es auch nicht. Aber klar ist es auf Bodenk ätzender, aber wenn du es auf dem FEC ätzend findest, ich meine, dann passt es wahrscheinlich einfach grundsätzlich nicht. Und das sieht und liest man aber wirklich sehr häufig. Und das ist eigentlich das Wichtigste, was man in Flife lernen kann. Und das sagt man oft, aber in Flife ist es wirklich so, der Weg ist das Ziel. Weil das Ziel ist eigentlich so gemacht, dass du es gar nicht erreichen kannst. Oder sollst. Der durchschnittliche Spieler kann und soll das auch gar nicht erreichen. Also du wirst niemals jemanden treffen, der 2 Stunden die Woche spielt zum Beispiel, wobei das schon sehr wenig ist für Flife. Aber sagen wir jemand, der 5 Stunden die Woche spielt. Fünf Stunden die Woche. Wirst du niemals jemanden treffen, der alles perfekt hat oder extrem gut und eigentlich sagt, ja, mir ist langweilig, ich weiß gar nicht, was ich noch tun soll. Ich habe alles. Also, vielleicht sagt das jemand, aber dann stimmt es halt einfach nicht. Oder
wenn es doch diesen Fall gibt, dann hat er wahrscheinlich davor ultra viel Zeit investiert oder ultra viel Geld. Oder er hat jemanden gehackt oder so. Aber normalerweise ist das unmöglich. Und da die meisten Spieler ja Casuals sind, wird es für die meisten Spieler auch immer unmöglich bleiben. Aber genau dieses Unmögliche ist halt, wie gesagt, der Anreiz. Letzten Endes. Und wenn einen das eher demotiviert ist, das ist ein Anreiz, dann, wie gesagt, ist man in diesem Genre wahrscheinlich eher nicht so gut aufgehoben. In diesem Hardgrinder-Genre. Und Fly of Universe ist eigentlich gar nicht so hart. Also verglichen mit anderen Spielen ist es eigentlich sogar noch relativ friendly. Relativ soft. Da gibt es schon noch viel schlimmere Spiele. Fly of PC zum Beispiel. Back in the day, Fly of PC, das war ein Knochenbrecher im Vergleich. Vielleicht hatte der ja Upgrade-Luck mit seinen 5 Stunden die Woche. So viel Glück kann man gar nicht haben.